Toya Cordingley ging an den Strand, um sich vom Trubel der Stadt zu erholen, die Ruhe zu genießen, frische Seeluft zu atmen und barfuß über den warmen Sand zu laufen. Dort, fernab von Menschen, traf sie einen Mann, der etwas Unwiderrufliches tat. So laut Toya auch schrie, niemand hörte sie, niemand half ihr. Diese Tragödie ereignete sich im Jahr 2018 in Australien, in der Stadt Cairns im Nordosten des Bundesstaates Queensland. Dort lebte die 24-jährige junge Frau Toya Cordingley. Sie wurde in Cairns geboren und wuchs dort auf. Ihre Eltern ließen sich scheiden, als Toya zur Schule ging. Ihre Mutter Vanessa und ihr Vater Troy blieben ihrer Tochter zuliebe in Kontakt miteinander. Toya machte sich keine großen Sorgen darüber, dass ihre Eltern sich scheiden ließen. Im Gegenteil, sie freute sich, dass sie nun 2 Familien hatte. Ihre Mutter heiratete, ihr Vater heiratete. Toya bekam einen Stiefbruder und eine Stiefschwester. Familie und Freunde erzählten, dass Toya ein sehr freundliches Mädchen war, das gerne reiste und sich für Mystik interessierte. Sie stach immer durch ihren eigenen Stil hervor, färbte ihre Haare in leuchtenden Farben und wechselte oft ihre Kleidung. Auch Toyas Eltern waren unkonventionell und scheuten sich nicht, sich durch ihren Stil auszudrücken. Tätowierungen auf den Armen, ungewöhnliche Frisuren, eine alternative Lebenseinstellung. All das war für die Familie Cordingley ganz normal. Außerdem liebte Toya Tiere über alles. Eine Zeit lang arbeitete sie in einem Tierheim. Ihr Chef erzählte, dass Toya ein Talent dafür hatte, selbst die aggressivsten Tiere zu beruhigen. Es war, als würde sie ihre Sprache sprechen. In einem ihrer letzten Beiträge in den sozialen Netzwerken schrieb Toya: Egal wie talentiert, reich oder intelligent du bist, deine Einstellung zu Tieren sagt mir alles, was ich über dich wissen möchte. Toya kündigte ihren Job im Tierheim und nahm eine neue Stelle in einer Apotheke an. Aber ihr Herz gehörte weiterhin den Tieren, deshalb half sie weiterhin Tierheimen und nahm manchmal sogar Katzen und Hunde bei sich auf. Toya hatte einen Freund namens Marco. Sie waren bereits seit 8 Jahren zusammen. Marco liebte Tiere ebenfalls. Der junge Mann hatte einen Hund namens Indy, einen Mischling aus deutscher Dogge und Mastiff. Außerdem lebte bei Marco eine Schlange. Sonntag, 21. Oktober 2018. Es war ein ganz normaler Tag für Toya. Die junge Frau arbeitete seit dem Morgen in der Apotheke und verteilte Proben von Kamelmilch an die Besucher. Um 12 Uhr war ihre Schicht zu Ende. Toya zog sich um, verabschiedete sich von ihrer Kollegin und verließ die Apotheke. Bevor sie nach Hause ging, beschloss sie, in einem Laden in der Nähe der Uferpromenade vorbeizuschauen. Dort kaufte Toya Lebensmittel ein. Eine Überwachungskamera hielt den Moment fest, als die junge Frau mit einer schweren Tasche in den Händen vorbeiging. Toya setzte sich in ihr Auto und fuhr nach Hause. Zu Hause packte sie die Lebensmittel aus, aß etwas, ruhte sich ein wenig aus und rief Marco an. Sie fragte, ob sie mit Indy am Strand spazieren gehen könne. Marco antwortete: Ja, natürlich. Toya verließ das Haus gegen 14 Uhr. Mit dem Auto fuhr sie zu Marco. Danach fuhr Toya mit ihrem Hund zum Waititi Beach, der etwa 20 Kilometer von Cairns entfernt liegt. Die junge Frau parkte ihren Mitsubishi Lancer aus dem Jahr 2009 am Eingang zum Strand und machte sich mit Indy auf den Weg. Obwohl es Oktober war, war das Wetter recht warm. Es wehte eine angenehme Brise und die Sonne schien. Der Waititi Beach ist ein abgelegener Küstenabschnitt mit einer 4 Kilometer langen Küstenlinie ohne Annehmlichkeiten. Es gibt dort nur einen Parkplatz am Eingang. Der Strand ist als lokale Sehenswürdigkeit bekannt. Er ist sehr malerisch und schön. Toya wählte eine Route, auf der nur wenige Menschen unterwegs waren. In der Ferne war ein altes Hotel zu sehen. An diesem Tag, dem 21. Oktober, war der Strand leer. Die junge Frau lief barfuß mit ihrem Hund über den Sand. Sie entfernten sich immer weiter vom Parkplatz. 2, 3 und dann 4 Stunden vergingen. Es begann zu dämmern. Marco wurde unruhig. Seine Freundin Toya antwortete nicht mehr auf Anrufe und Nachrichten. Um 21 Uhr rief der junge Mann alle Verwandten von Toya an und erfuhr, dass sie nicht nach Hause zurückgekehrt war. Ihre Mutter Vanessa spürte sofort, dass etwas Schlimmes passiert war. Die Frau rief die Polizei an und meldete, dass ihre Tochter verschwunden war.
Bereits um 23 Uhr begannen Vanessa und Troy zusammen mit Toyas Verwandten und Freunden in ihrer Nachbarschaft nach der jungen Frau zu suchen. Sie verbreiteten die Information in den sozialen Netzwerken und baten um Hilfe. Am frühen Morgen, als es noch dunkel war, schaltete sich die Polizei in die Suche ein. Zusammen mit den Verwandten der Vermissten begaben sie sich zum Strand von Valley Beach. Toyas Auto stand auf dem Parkplatz. Es war verschlossen. Die Beamten bemerkten nichts Verdächtiges. Es wurde klar, dass Toya noch am Strand war. Zu diesem Zeitpunkt war Flut. Die Suche wurde durch den hohen Wasserstand erschwert, aber allmählich ging das Wasser zurück. Die Suchgruppe, ausgerüstet mit Taschenlampen, suchte den Strand sorgfältig ab. Plötzlich bemerkte Vanessa etwas Seltsames im Gebüsch. Es schien ihr, als würde sich dort etwas bewegen. Sie ging näher heran und sah Indy in der Dunkelheit. Der Hund war mit einer Leine fest an einen Baum gebunden, so unbequem, dass er nicht einmal sitzen konnte. Es sah nicht so aus, als hätte Toya das getan. Die junge Frau hatte Tiere nie vernachlässigt und stellte das Wohlbefinden ihres Haustieres immer an erste Stelle. Vanessa schnitt die Leine durch und befreite Indy. Als die Sonne aufging und alles um sie herum beleuchtete, zog sich das Wasser allmählich zurück. Um 16 Uhr bemerkte Troys Vater einen seltsamen Gegenstand, der aus dem Sand ragte. Der Mann kam näher und traute seinen Augen nicht. Er sah einen menschlichen Fuß. Troy begann, den Sand wegzuschaufeln. Er fand seine Tochter Toya. Die junge Frau war im Sand vergraben. Sie war nackt. Auf ihrem Körper waren mehrere Messerstiche zu sehen. Die Entfernung zwischen der Leiche und dem Parkplatz, auf dem Toya ihr Auto zurückgelassen hatte, betrug etwa 800 Meter. Die Ermittler aus Queensland nahmen sofort die Ermittlungen auf. Sie mussten herausfinden, was mit Toya passiert war, wer ihr so grausam begegnet war und warum. Der Valley Beach war zwar ein wunderschöner Ort zum Entspannen, aber er hatte einen schlechten Ruf. Es gab mehrere Fälle, in denen junge Frauen, darunter auch Toyas beste Freundin Megan, an den Strand kamen und sahen, wie ein Fremder sie aus dem Gebüsch beobachtete. Der Mann ließ die Urlauber nicht aus den Augen und befriedigte sich selbst an intimen Stellen. Er beobachtete ihre Reaktion und wurde dadurch noch mehr erregt. Seine Handlungen waren zu schmutzig, zu unanständig. Den Urlaubern blieb nichts anderes übrig, als entsetzt vom Strand zu fliehen. Am 2. November fand die Beerdigung von Toya statt. Hunderte von Menschen kamen, um sich von der jungen Frau zu verabschieden, deren Leben so tragisch beendet worden war. Marco kam nicht allein, sondern zusammen mit Indy. Der Hund war der einzige Zeuge dessen, was Toya an diesem schrecklichen Tag widerfahren war. In der Zwischenzeit hatte die Polizei den Strand abgesperrt. Taucher und Hundeführer untersuchten das Gelände auf der Suche nach wichtigen Hinweisen. Die Ermittler sichteten die Aufzeichnungen der Überwachungskameras in der Hoffnung, wichtige Informationen für den Fall zu finden. Sie befragten Anwohner und überprüften die Aktivitäten der Mobilfunkmasten. Zu der Zeit, als Toya am Strand spazieren ging, gerieten zunächst die Angehörigen der jungen Frau unter Verdacht, ihr Freund Marco und ihr Stiefvater Darian. Sie wurden jedoch recht schnell von der Liste gestrichen, da beide ein wasserdichtes Alibi hatten. In dem Fall stellte sich eine wichtige Frage: Warum hat der Täter Indy nicht getötet, sondern den Hund nur an einen Baum gebunden? Normalerweise verschont ein bösartiger Mensch keine Tiere. Die Ermittler gingen davon aus, dass der Mörder jemand war, den sowohl Toya als auch Indy gut kannten. Das könnte erklären, warum der Hund den Angreifer nicht angegriffen hat, als Toya überfallen wurde. Bald stellte sich jedoch heraus, dass Indy sehr gutmütig, absolut nicht aggressiv und freundlich zu allen war, sogar zu Fremden. Die Anwohner gaben freiwillig DNA-Proben ab, um die Liste der Verdächtigen einzugrenzen, aber auch das führte nicht zu schnellen Ergebnissen. Erst nach 6 langen Monaten hatten die Ermittler einen weiteren Verdächtigen. Er wurde dank der Aufzeichnungen von Überwachungskameras gefunden, die an der Straße zum Strand installiert waren. Die Ermittler wurden auf eines der Autos aufmerksam, und als sie das Kennzeichen überprüften, stellten sie etwas Verdächtiges fest. Erstens war das Auto nicht in der Gegend registriert, in der es gesehen worden war. Und zweitens hatte der Besitzer des Autos Australien genau an dem Tag verlassen, an dem Toya ums Leben gekommen war. Der Mann befand sich in Indien. Die Ermittler mussten diesen Mann auf einem anderen Kontinent finden. Der 34-jährige Rajvinder Singh wurde in Indien im Bundesstaat Punjab geboren und wuchs dort auf.
Er zog 2016 mit seiner Frau und seinen Kindern nach Australien. Der Hauptgrund für den Umzug war die Verbesserung der finanziellen Situation. Die Familie Singh ließ sich in Innisfoil, 80 Kilometer südlich von Cairns, nieder. Rajvinder arbeitete als Krankenpfleger in einem Krankenhaus und kümmerte sich um ältere Menschen. Er sprach 3 Sprachen. Er wurde für seinen Fleiß und sein Engagement gelobt. Gleichzeitig empfanden seine Kollegen Rajvinder als ruhig, bescheiden und in sich gekehrt. Als im April 2019 die Polizei in dem Krankenhaus erschien, in dem Singh arbeitete, berichteten seine ehemaligen Kollegen, dass Rajvinder sich einige Wochen vor seiner Abreise nach Indien seltsam verhalten habe. Er hörte auf, mit anderen Krankenschwestern zu sprechen, verbrachte seine Zeit allein und wurde noch verschlossener. Das Lächeln verschwand aus seinem Gesicht. Er litt unter Depressionen. Der Mann begann, häufig ohne Grund freizunehmen. Rajvinder traf sich nach der Arbeit nicht mehr mit Kollegen. Die Ermittler besuchten das Haus der Familie Singh in Innisfoil, in dem er mit seiner Familie lebte. Die Ermittler erfuhren, dass der Mann am späten Abend des 21. Oktober 2018 nach Hause zurückgekehrt war. Er war aufgeregt und verstört. In der Nacht, als alle schlafen gingen, packte er seine Sachen und verließ das Haus. Selbst seine Frau wusste nicht, wo Rajvinder hingegangen war. Es stellte sich heraus, dass er nach Sydney gereist war. Dort lebte seine leibliche Schwester. Rajvinder verbrachte eine Nacht bei ihr und flog dann nach Indien. Rajvinders Verhalten und seine überstürzte Abreise verstärkten den Verdacht der Ermittler. Aber das war noch nicht alles. Als die Polizei die Nachbarn der Familie Singh befragte, erzählten diese, dass sie vor Rajvinders Verschwinden tiefe Kratzer und Wunden an seinen Händen und seinem Hals bemerkt hatten, die wie Bisse aussahen. Die australische Polizei musste mit der indischen Polizei zusammenarbeiten, um den Flüchtigen zu finden und mit ihm zu sprechen. Rajvinder Singh zu fassen, erwies sich als nicht einfach. In der Zwischenzeit konnten die Kriminaltechniker feststellen, dass die DNA, die in der Nähe des Tatorts gefunden wurde, von dem geflohenen Rajvinder stammte. Die Vorbereitung der Dokumente für die Auslieferung dauerte etwa 2,5 Jahre. Die ganze Zeit über wartete die Familie Cordingley geduldig darauf, dass der Täter gefunden und bestraft würde. Rajvinder blieb weiterhin untergetaucht und selbst die indische Polizei konnte ihn lange Zeit nicht finden. Die australischen Behörden setzten eine Belohnung von $1 Million für Hinweise zum Aufenthaltsort von Singh aus. Das Versprechen einer Belohnung zeigte Wirkung. Und weniger als einen Monat später erhielt die indische Polizei wichtige Informationen, die den Ermittlern halfen, Rajvinder auf die Spur zu kommen. Es stellte sich heraus, dass der Mann während seiner Jahre auf der Flucht einer religiösen Gruppe beigetreten war. Er hatte stark abgenommen, sich einen langen Bart wachsen lassen und trug einen Turban. Er versuchte, sich in der Menge zu verstecken und wusste genau, dass die Polizei nach ihm suchte. Am 25. November 2022 ging der 38-jährige Rajvinder Singh zu einem Arzttermin in Neu-Delhi. Dort wurde er von der Polizei festgenommen. Der Mann wurde in eine Gefängniszelle gebracht und auf seine Auslieferung vorbereitet. Unmittelbar nach seiner Festnahme gestand Rajvinder, dass er vor 4 Jahren Toya Cordingley am Strand in Australien getötet hatte. Auf die Frage nach seinen Motiven antwortete Singh ausweichend. Laut Rajvinder hatte er sich am 21. Oktober 2018 heftig mit seiner Frau gestritten und war nach Cairns gefahren, um sich zu beruhigen. Er fuhr mehrere Stunden lang mit seinem Auto durch die Straßen, um sich abzulenken und zu beruhigen. Er kam am Vajeti Beach an, setzte sich in den Sand und schnitt Obst mit einem Küchenmesser, das er von zu Hause mitgebracht hatte. Der Mann genoss die Stille und Ruhe in völliger Einsamkeit, als er plötzlich lautes Bellen hörte. Es war Indy. Neben ihr lief Toya gemächlich nebenher. Das unaufhörliche Bellen ärgerte Rajvinder sehr. Er begann mit der jungen Frau zu streiten und forderte sie auf, den Hund zum Schweigen zu bringen. Nach Angaben des Mannes griff er während des Streits zum Messer und attackierte die junge Frau. Toya wehrte sich verzweifelt, schrie um Hilfe, aber niemand hörte sie. Der Angriff fand vor den Augen des Hundes statt, den Singh an einen Baum gebunden hatte. Danach vergrub er Toyas Leiche im Sand und floh schnell vom Tatort. Am 24. Januar 2023 genehmigte das Gericht in Delhi die Auslieferung von Rajvinder.
Einen Monat später wurde er nach Australien gebracht. Der Mann wurde sofort wegen Mordes angeklagt, aber Singhs Verteidiger wollten nicht so einfach aufgeben. Am 1. Mai 2024 fand eine Vorverhandlung statt, bei der neue Details aus Toyas Leben bekannt wurden. Es stellte sich heraus, dass die junge Frau nur 3 Wochen vor der Tragödie eine heimliche Beziehung mit einem neuen Freund namens Tyson Franklin begonnen hatte. Tyson arbeitete als Orthopäde. Er war ein sehr attraktiver junger Mann, stark und charismatisch. Vor Gericht wurde die Korrespondenz zwischen Toya und Tyson vorgelesen. Sie waren ineinander verliebt. Zwischen dem Paar kam es zu einer intimen Beziehung. Kurz vor ihrem Tod schrieb Toya Tyson eine Nachricht, dass sie Marco verlassen und ein neues Leben beginnen wolle. Sowohl Tyson als auch Marco hatten ein 100%iges Alibi. Aber Rajwinders Anwälte versuchten alles so darzustellen, als sei Toya gestorben, weil sie ihrem Freund untreu gewesen sei. Vor Gericht erklärte Rajwinder, dass er Toya nicht getötet habe. Der Mann sagte, die indische Polizei habe Druck auf ihn ausgeübt und ihn gezwungen, die Schuld auf sich zu nehmen. In Wirklichkeit hatte er niemanden getötet. Rajwinder behauptete, dass er am 21. Oktober 2018 tatsächlich den Strand von Vaieti besucht habe, im Sand gesessen, Obst gegessen und seine Notdurft in den Büschen verrichtet habe. Genau so. So die Anwälte, habe er DNA-Spuren an der Stelle hinterlassen, an der Toya später ums Leben kam. Laut Rajwinder wurde er Zeuge, wie ein unbekannter Mann Toya mit einem Messer angriff. Singh floh schnell vom Strand. Auf die Frage, warum er das Land noch am selben Abend verlassen habe, antwortete Rajwinder, dass er große Angst gehabt habe. Außerdem habe er sich heftig mit seiner Frau gestritten, sei wütend auf sie gewesen und habe beschlossen, seine Familie zu verlassen. Seit der Tragödie sind nun 7 Jahre vergangen und der Fall ist immer noch nicht abgeschlossen. Die letzte Anhörung fand im Februar 2025 statt und die 12 Geschworenen konnten sich nicht auf ein Urteil einigen und vertagten die Anhörung auf Februar 2026. Die Familie Toya leidet noch immer unter der Tragödie, als wäre sie gestern geschehen. Mutter Vanessa und Vater Troy werden regelmäßig dafür kritisiert, dass sie nicht wie alle anderen leben und dass gerade ihr alternativer Lebensstil zu diesem großen Unglück in ihrem Leben geführt habe. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.